Heute reden wir über die zweitsteilste Achterbahn der Welt und die damit steilste Achterbahn der südlichen Hemisphäre und das auch noch mit Überkopfelementen und eine Standardbahn, die eigentlich gar nicht so Standard ist und alles andere zu Green Lantern Coaster. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und dem Einzelreview zum Green Lantern Coaster. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Achterbahn, obwohl sie ein gewöhnliches Standard-Layout hat. Green Lantern Coaster wurde 2011 eröffnet. Hersteller dieser Achterbahn ist S&S Worldwide aus den USA. Und an sich haben wir hier ein El-Loco. Das ist erstmal das Layout, was seinerzeit von Alan Schielke designt wurde. Aber dieser El-Loco ist anders als die anderen El-Locos, die ihr kennt oder hier auf dem Kanal schon gesehen habt. Bei Green Lantern gibt es übrigens auch die Möglichkeit von Baby Switch, also einer von zwei Eltern stellt sich an, fährt die Bahn und der andere Teil passt auf die Kinder auf und nach der Fahrt wird instant getauscht und der andere kann fahren und auf die Kinder in der Zeit aufpassen. Es gibt On-Ride-Fotos, es gibt die Möglichkeit, einen Fast Track zu kaufen und auch barrierefrei ist Green Lantern. Alles aber unter der Voraussetzung, dass ihr mindestens 1,40 Meter groß seid. Im Vergleich dazu, Green Lantern ist 33 Meter hoch, 488 Meter lang. In dem Fall übrigens mal eine Achterbahn, die mit so einer Angabe nicht zu kurz ist. 66 km/h schnell und hat zwei Überkopfelemente, die sogenannten Inversionen und hat einen Neigungswinkel von 120,5 Grad. Um sich das nochmal vorzustellen, senkrecht ist 90 Grad, das ist mehr als senkrecht. Und damit gibt es quasi den Rekord der zweitsteilsten Achterbahn der Welt, Stand jetzt und heute. Und zwar ist die steilste Achterbahn der Welt Takabisha in Japan, sind wir auch schon gefahren, haben wir euch auch schon gezeigt. Hier gibt es 121 Grad Abfahrt. Das ist Stand jetzt die steilste Achterbahn der Welt. Man hat nämlich diese Achterbahn 1:1 nochmal nachgebaut mit einem kleinen, aber feinen, entscheidenden Unterschied. TMNT Shellraiser, ein Drop, also eine erste Abfahrt von 121,5 Grad. Und diese Bahn steht in einer der Nickelodeon Universe in den USA in New Jersey. SB&O seit Januar 2024, also diese Bahn steht da, wird aber nicht betrieben. Und somit ist Stand jetzt Green Lantern Coaster die zweitsteilste Achterbahn der Welt. Und wenn diese andere Bahn wieder aufmachen würde, wäre es dann die drittsteilste. Außer in der Zeit schließt eine andere oder es macht was anderes auf. Aber das stand jetzt auf jeden Fall. Das Thema ist Green Lantern aus den DC Comics. Das war es eigentlich auch schon, außer den Namen und vielleicht ein paar Logos und der grünen Farbe gibt es da nicht viel mehr, sondern einfach nur eine Achterbahn auf der grünen Wiese direkt neben dem Parkplatz. In der Sackgasse hinten durch gibt es DC Rivals noch mit ein paar mehr Bildern, aber auch nicht mehr Gestaltung. Justice League als Dark Ride gegenüber hat natürlich ein bisschen mehr zu bieten. Und ansonsten gibt es auch noch im DC-Kosmos Superman im Park und auch eine Achterbahn mit dem Thema zu Flash. Jetzt zu der Besonderheit dieses S&S El-Loco. Es gibt sonst immer bei diesem Layout, bei diesem El-Loco, Wagen für 4 Personen. Da sitzen 2 Personen vorne, 2 Personen hinten in so einem V-Seating. Hier ist es so, dass 4 Personen nebeneinander sitzen, in 2 Reihen hintereinander. Außerdem gibt es nicht diese seltsame doppelte Bügelkonstruktion, wie die El-Locos das sonst haben, sondern man hat einen Gurt und einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar. Und ansonsten glaube ich, dass der Track auch etwas vergrößert, alles ein bisschen hochskaliert wurde, damit dann auch dieses größere Fahrzeug da drauf passt. Ansonsten super kompakte Bahn, wo viel passiert und man nicht viel Fläche für braucht, um sich die hinzustellen. Aber wie fährt sich dann so eine kompakte Bahn? Man fährt aus der Station raus in eine 180-Grad-Kurve zum Kettenlift, der uns dann erstmal auf den höchsten Punkt der Bahn bringt. Kleinen Drop, kleinen Dip, damit man die Geschwindigkeit reinbringt und dann gibt es eine etwas platzsparende 180 Grad Linkskurve. Also wir fahren erstmal nach links, um dann weiter nach rechts auszuholen und dann wieder ein bisschen zurückzufahren. Wie gesagt, das Ganze super kompakt gehalten. Dementsprechend auch eher so im Kreis runterfahren, statt ein Hin- und Hergefahre. Aber wie gesagt, das auf so einem kleinen Raum macht dann schon auch Sinn und fällt jetzt bei der Fahrt, weil sie auch nicht so lang ist, gar nicht so ins Gewicht. Nicht so lang, trotzdem aufregend und lang genug. Auf jeden Fall nach diesem Pre-Drop und der 180 Grad Platzsparkurve geht es noch mal so ein Stück hoch und da sind ein paar Bremsschwerter in der Strecke, um dann noch mal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, bevor es dann den First Drop nach unten geht. Und wir mit 120,5 Grad Neigung in die Tiefe stürzen und
Ja, ins Nichts gucken ist gut gesagt, weil du fährst ja erstmal wieder nach hinten quasi. Es ist so verrückt. Dann geht es wieder ein Stück nach oben, 180 Grad Linkskurve, Blockbremse wird überfahren, weitere 180 Grad Linkskurve, die aber zur falschen Seite geneigt ist, also eine Outer Banked Curve. Das ist ein ziemlich witziges Element. Wenn man jetzt so nach links fährt, würde man sich ja so nach links neigen und man fährt nach links, aber der Zug, also die Schienen neigen sich nach rechts und dann hängt man so ein bisschen raus. Das ist ziemlich cool und lustig. Danach dreht die Bahn wieder nach links ein und dreht weiter und dreht weiter und dreht weiter und dreht weiter, bis man auf dem Kopf steht, fährt quasi auch ein Stück geradeaus über den Kopf und hat dann so die letzte Hälfte von dem Looping, um da rauszukommen wieder aus dem Ganzen. Im Gesamten kann man das so ein bisschen als Dive Loop bezeichnen, dieses Konstrukt. Und mit dem Schwung geht es danach natürlich wieder nach oben in eine normale 180-Grad-Kurve, also die ist in die richtige Richtung geneigt. Und dann geht es nach unten in die weitere Inversion, in den sogenannten Inline-Twist und wir spiralisieren quasi nach unten. Und dann holt man nochmal Schwung für so eine aufgestellte Kurve und macht nochmal so einen großen 180-Grad-Turn und dann geht's hoch mit Schwung in die Schlussbremse. Und dann geht's wieder entspannt in die Station und wir steigen aus. Unglaublich kompakt, unglaublich thrillig und aufregend, von außen toll zu beobachten, alles auf kleinem Bauraum und die Fahrt ist auch aufregend und auch gut. Und macht Spaß und ist einfach mal was anderes, wenn man sowas vorher noch nicht gefahren ist. Ist es super absurd und kurios, lange über Kopf und diese Elemente und das auf dem kleinen Raum. Und in der Variante mit diesem größeren Wagen, wo man so ein bisschen komfortabler auch sitzt, noch mal cooler, macht noch mal ein bisschen mehr Spaß als die normalen Air-Locos, die ja schon ein bisschen rougher unterwegs sind, kann man schon sagen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, cool, ich bin überzeugt, ich möchte Green Lantern Coaster fahren, wo muss ich eigentlich hin? Das hat er noch ja nicht gesagt. Dafür geht es in die Warner Bros. Movie World, Gold Coast, Queensland in Australien und dort befindet sich diese Bahn in diesem Park. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hier verlinke ich euch gerne unsere Vlog-Reihe. Wir haben nämlich eine ganze Reise-Vlog-Reihe gemacht über unsere Parkbesuche in Australien. Wir haben alle Freizeitparks von Australien besucht und uns angeguckt. Das seht ihr alles auf jeden Fall in diesen Videos. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr hier wieder zum neuen Video auf dem Ride Review YouTube-Kanal.